Der Wecker riss einen schmalen Riss in das dichte Dunkel des Morgens. Sein metallisches Rattern war kein Klingeln, sondern ein mechanisches Zähneklappern, das gegen die Stille des Schlafsaals im Sternhall schlug. Eine Hand, die noch schwer vom Schlaf war, tastete über das kühle Linoleum des Nachttisches, fand den knöchrigen Plastikknopf und drückte ihn hinunter. Die still befolgte, wohltiefe, bewusste, erfüllt vom leisen Atem des Mitbewohners, hinter der Trennwand und dem fernen, ewigen Summen der Kühlanlage irgendwo im Bauch des Gebäudes, der Geschmack der Nacht lag staubig auf der Zunge, das Ritual Begging mit dem Strecken der Beine unter der dünnen, grauen Wolldecke, mit dem spürbaren Widerstand der steifen Muskeln gegen den Tag. Der Instant-Kaffee war eine Handlung, keine Freude. Der kleine elektrische Kocher sammte auf dem Fensterbrett sein spiralförmiges Element Glutarot in der halb gefüllten Tasse aus Metall. Ein Löffel voll körnigen, braunen Pulvers, dann das langsame Gießen des kochenden Wassers, das ein Dampf und ein Geruch nach verbranntem Getreide und künstlicher Bitterkeit freisetzte. Der erste Schlag war eine Bestrafung, eine scharfe, notwendige Bestätigung der Wachheit. Man stand da, nur in Boxershorts, und spürte die kühle Luft, die durch den schmalen Spalt des gekippten Fensters strömte, und beobachtete, wie sich der Dampf über der Tasse kräuselte und auflöste. Die Kleidung lag ordentlich gefaltet auf dem Stuhl. Ein paar gut geschnittene blaue Jeans, keine Flicken, keine Ausweitung an den Säumen, ein kastanienbraunes Hemd aus Baumwolle, sauber und gebügelt. Das Ansehen war eine Reihe präziser Bewegungen, die in den letzten 19 Jahren einstudiert worden waren. Jeder Kampf fand sein Loch, der Gürtel schnallte mit einem befriedigenden Klicken zu, man bürste das kurze, nach hinten gekämmte Haar vor dem kleinen rechteckigen Spiegel, sah das vertraute, noch etwas verschwommene Gesicht an, der für eine Vorlesung in amerikanischer Geschichte des 20. Jahrhunderts oder Einführung in die politische Theorie bereit war. Es war das Gesicht der Ordnung, der Erwartung, der sanften, unauffälligen Konformität. Doch als man sich zum Fenster drehte, um die Tasse abzustellen, blieb der Blick am Blick hängen. Draußen im bleichen Licht des frühen kalifornischen Morgens bewegten sich Farben über den asphaltierten Hof. Zuerst nur Flecken, wie weggeworfene Blumen, dann formten sie sich zu Gestalten. Ein Mädchen mit langen, ungekämmten Haaren, die wie ein Wasserfall über einen ponchartigen Umhang aus gestreiftem, vielbuntem Stoff fielen, Türkis, Magenta, Senfgelb. Ein Junge neben ihr trug ein Hemd, das aussah, als sei es in einen Regenbogen getaucht, und dann mit Schnüren zusammengebunden wurden, so dass es in wirren psychedelischen Kreisen erstarrte. Sie gingen langsam, fast schwebend, ihre Füße in ledernen Sandalen, die kein Geräusch auf dem Pflaster machten. Sie lachten über etwas, und ihr Lachen trug leichter durch die gläserne Barriere als das Rattern des Weckers. Ein seltsamer Stillstand trat ein. Die dampfende Tasse in der Hand fühlte sich plötzlich schwer und banal an, ein Artefakt aus einer anderen Welt. Die Sobrunling des Hemds schienen eng,
konstruiert. Da draußen war etwas, das nach weiter roch, nach einer ablehnt, der gerade erst vollzogenen Rituale. Es war keine laute Rebellion, kein Protestmarsch oder besetztes Gebäude. Es war subtiler, verführerischer. Es war die Rebellion des Musters gegen die Einfarbigkeit der Weisheit gegen den Schnitt, der langsamen, ziellosen Bewegung gegen den getakteten Marsch zur Vorlesung. Von unten drang das vertraute Geräusch eines startenden Autos hoch, ein Ford Falcon vielleicht. Zuverlässig und langweilig, es vermischte sich mit dem fernen Klang einer Gitarrenseite, die unsicher eingeschlagen wurde, vielleicht von einem offenen Fenster in einem der benachbarten, weniger ordentlichen Wohnheime. Zwei Klänge, zwei Welten, die sich in der Luft über dem Campus verhedderten. Man stellte die Tasse ab, das Porzellan klirrte leise gegen das Fensterbrett. Die Hand zögerte. Ein Moment, als sie den Rucksack vom Bett nahm, prall gefüllt mit schweren Lehrbüchern, in ihren makellosen, in glänzenden Umschlägen. Der letzte Blick aus dem Fenster zeigte, wie die bunten Gestalten um die Ecke des Gebäudes verschwanden, hinterlassen nur ein Nachbild aus lebendigen Farben auf der grauen Leinwand des Morgens. Die Spannung war nicht lau oder gewalttätig. Sie war eine leise Vibration, ein Summen unter der Oberfläche des Alltags. Es war das Gefühl, dass der Boden, auf dem man stand, der Boden aus Linoleum, akademischen Pflichten und vorgefertigten Zukunftsvorstellungen, nicht so fest war, wie er schien. Irgendwo, ganz in der Nähe, webte jemand an einem Teppich, aus einer anderen Art von Stoff, und seine Fäden begannen, sich sogar hier herein, in diesen ordentlichen, engen Raum, zu verirren. Man schulterte den Rucksack, spürte sein vertrautes Gewicht und öffnete die Tür zum Flur, bereit für den Tag, aber nun mit einem neuen, wachsamen Ohr für das leise Knistern, das unter dem Summen der Fluoreszenzlampen lauerte. Der Entschluss, nicht nach links in Richtung des neoklassizistischen Kolosses der Doe Library abzubiegen, sondern nach rechts hinunter zum Südtor des Campus, fühlte sich weniger wie eine Entscheidung und mehr wie ein Nachgeben an. Es war ein Freitagnachmittag und die Pflichten des akademischen Stundenplans hatten sich in ein diffuses, permissives Licht aufgelöst. Die Bücher im Rucksack schienen ihr Gewicht zu verdoppeln. Ein Ballast aus gebundener, autoritativer Vergangenheit, während die Füße in einfachen Ledersandalen, die erst vor einer Woche in einem Geschäft in der Innenstadt gekauft worden waren, ein eigenes Verlangen zu entwickeln schienen. Sie spürten die Textur des Gehwegs durch die dünnen Sohlen, das feine Korn des Betons, die glatten, abgenutzten Steine der älteren Piefeder. Und dieses sensorische Feedback war neu und unmittelbar, ein Kontrast zum abstrakten Glätten von Notizen auf College-Blockblättern. Der Übergang war nicht scharf, sondern ein allmähliches Eintauchen. Die architektonische Strenge der Universitätsgebäude wich gewöhnlichen Geschäftsfassaden, dann diesen wiederum einem lebendigen, sich ausbreitenden Organismus aus Mensch und Aktivität. Und dann traf einen die Geruchswand. Sie war eine geschichtete, komplexe Welle. Zuerst der süße, harzige Rauch von Petroleum, ein erdiger,
anemoischer Duft, deren feuchten Waldboden alte Truhen erinnerte. Darüber schwebte der verführerische Geruch vom gebrannten Mandel aus einem Karren am Straßenrand, eine zuckrige, warme Note. Doch beide wurden durchdringen von der scharfen, unvermeidlichen Grundierung von Abgasen, dem metallischen Atem der an der Ampel wartenden Autos und dem säuerlichen Unterton von überfüllten Mülltonnen in den Seitengassen. Es war kein angenehmer Duft, aber er war intensiv und beanspruchte die gesamte Aufmerksamkeit. Er verkündete, dass man nun ein anderes Territorium betreten hatte. Telegraph Avenue war weniger eine Straße als ein pulsierender Bazar. Dash. Pflaster unter den Füßen war hier kühler, im Schatten der niedrigeren Gebäude und des Gewehrs aus über Kopf gespannten Schildern und Wäscheleinen. Menschenmassen wogten in einem langsamen, scheinbar ziellosen Tempo. Lange Haare waren überall, bei Männern und Frauen gleichermaßen, eine fließende, ungekämmte Pracht, die über Schultern fiel, Gesichter halb verhüllte in Zöpfen oder einfach nur als Wirremähne getragen wurde. Es war eine bewusste Zurückweisung der kurzgeschorenen, nach hinten gekämmten Ordnung, ein vegetativer Aufstand des Körpers. Man schlenderte, ein Beobachter in einer Blase aus eigener Zurückhaltung, und ließ den Strom die Sinne überfluten. In einer Ecke hatte ein junger Mann mit einem fulminanten roten Bart eine Gitarre auf den Schoß gelegt und spielte nicht Lieder, sondern schimmernde, sich wiederholende Folgen von Akkorden, seine Augen geschlossen. Sein Kopf wiegend zu einer inneren Melodie. Vor ihm lag ein geöffneter Gitterrenkkoffer, in dem einige Münzen und einzelne Dollarschein lagen. Ein paar Schritte weiter hatte eine Frau mit silbernen Ringen an allen Fingern eine Decke auf dem Boden ausgebreitet, auf der handgemachte O-Ring aus gefundenen Federn, winzigen Steinen und gewickeltem Draht arrangiert lagen. Sie sprach nicht, sondern sah den Vorbeigehenden mit einem ruhigen, einladenden Blick in die Augen. Ihre Hände bewegten sich ständig, drehten und formten ein neues Paar. Der Wunsch, etwas zu kaufen, war nicht materiell, sondern rituell, ein kleines Amulett dieser neuen Welt, dieser neuen Welt, dieser neuen Welt. War ein Zeitungskiosk, der mit Publikationen tapisiert war, deren Namen man nie zuvor gehört hatte. The Oracle, East Village Other, blieb man stehen. Eine Schlagzeile der Berkeley Barb rief mit fetter, etwas unscharfer Schrift, das erste Palishman Sitter. Man griff nach einer Kopie, und das Gefühl des rauen, nachgiebigen Papiers unter den Fingern war anders als das glatte Zeitungspapier der Chronicle. Die Münzen klangen leise, als man sie in die Hand des Verkäufers legte, eines älteren Mannes mit einer Strickmütze, dessen Blick durch einen dichten weißen Schnurrbart hindurch gleichgültig schien. Die Zeitung, zusammengerollt in der Faust, fühlte sich wie ein Passierschein an, ein Dokument aus der Frontlinie. Man lehnte sich gegen eine Ziegelwand, um das Treiben zu beobachten, und versuchte, die Zeitung zu lesen, aber die Worte verschwammen vor der lebendigen Umgebung. Stattdessen fing das Ohr Fragmente von Gesprächen auf, die wie Insekten umherschwirrten. Anders sagte, das System sei nicht zu reparieren. Man
Es muss komplett, drang eine Stimme aus einer Gruppe heraus, die auf den Stufen eines geschlossenen Geschäfts hockte, totaler Control-Freak. Ein Produkt des militärisch-industriellen, sich da eine andere. Das Wort Establishment wurde verwendet, nicht als analytischer Begriff, sondern als Flusch, eine vielschichtige, dunkle Gottheit, die für alles verantwortlich war. Von den Einberufungsbescheiden bis zum Geschmack des Kaffees in der Mensa. Die Sprechchor voller Pasquilurteil und leidenschaftlicher Gewissheit, eine willkommene Vereinfachung gegenüber den qualifizierten, vorsichtigen Dialogen der Seminarräume. Die Atmosphäre war ein verlockendes Chaos. Ein Hund ohne Leine trottete vorbei, sein Fell verfilzt. Ein Kind mit bemalten Wang rannte lachend einem Bull nach, der zwischen den Beinen der Menge hindurch hüpfte. Außer meinem offenen Obergeschossfenster dröhnte die verzerrte Klage einer elektrischen Gitarre. Es gab keine offensichtliche Ordnung, keinen erkennbaren Zweck außer dem des Daseins selbst. Und inmitten dieses sinnlichen Überflusses fühlte sich die eigene, ordentliche Kleidung plötzlich wie eine Verkleidung an, das saubere Hemd eine Barriere gegen die duftende, schmutzige. Man rollte die Barb fester zusammen. Ich drückte Schwärze, hinterließ einen leichten Abdruck auf der Handfläche, ein vorübergehendes Stigma. Der Weg zurück zum Campus schien nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich weit entfernt. Hier im Herzen des Lärms und des Geruchs und des ungekämmten Haares gäbe es eine verlockende, beunruhigende Freiheit. Die Freiheit von Bedeutung, von Konsequenz, von der Notwendigkeit, irgendwohin zu gehören, außer genau hier, in diesem fließenden, chaotischen Augenblick. Die Sonne stand tiefer und warf lange, verzerrte Schatten der vorbeiziehenden Gestalten. Über das Pflaster ein sich ständig wandelndes Muster, das keine Interpretation zuließ und doch unendlich faszinierend war. Die Tersumos Books war schwer, aus dunklem Holz mit einem milchigen Glasfenster, und sie gab mit einem sanften, surrenden Klingeln des alten Türglöckchens nach. Der Schritt über die Schwelle war wie ein Eintauchen in ein anderes Element. Das sinnliche Chaos der Avenue, der Geruch, der Lärm, das Gedränge wurde abrupt abgeschnitten und durch eine warme, staubige Stille ersetzt, die nur vom leisen Raschel von Saiten und dem gedämpften Murmeln von Stimmen durchbrochen wurde. Der Luft roch nach altem Papier, nach dem süßen Verfall von Lehm und Leder und nach dem schwachen, würzigen Unterton von unzähligen Kaffeetassen, die über Jahre hinweg auf den seligen Kaffeetassen, die über Jahre hinweg auf den Säle gestellt worden waren. Es war der Geruch von Gedanken, von konservierter Zeit, und er wirkte sofort beruhigend. Der Laden war eine labyrinthische Kathedrale des Gedruckten. Regal die bis zur Höhen mit zierlichsten, verzierten Decke reichten, schienen unter ihrem eigenen Gewicht zu ätschen. Jedes Fach war bis zum Bersten gefüllt. Bücher standen nicht nur aufrecht, sondern lagen auch gestapelt auf dem Kopf der Regale, türmten sich in wackeligen Säulen auf dem abgenutzten Linoleumboden und füllten jeden verfügbaren Zentimeter. Es herrschte eine Ordnung, aber sie war tief, persönlich,
nur dem Besitzer oder den langjährigen Angestellten bekannt. Man ließ sich von den Gängen treiben, die Fingerspitzen streiften über die Rücken der Bücher, über das Rohleinen einiger, das abblätternde Cello-Fan anderer. Hier war die intellektuelle Unterströmung der Straße konzentriert, destilliert und gebunden. Die Vielen waren eine Karte der gegenkulturellen Ziele. Ein ganzes Regal war Herbert Marcuse gewidmet, seinen Werken in billigen Taschenbuchausgaben, ihre Rücken bereits vom häufigen Blättern vergilbt und weich, daneben thrommte Hermann Hesse, Siddhartha und der Steppenwolf in mehreren abgenutzten Exemplaren, ihre Seiten wahrscheinlich fleckig von Kerzenwachs oder Gras. Es gab Abteilungen für Zen-Buddhismus, für Taoismus, für mystische Texte aus allen Ecken der Welt. Ihre exotischen Titel eine Verheißung auf einfache östliche Weisheit, die der komplizierten westlichen Verwirrung entgegengesetzt wurde. An die Regale brummten von einer anderen Energie. Pamphlet über anarchistische Theorie, dünne Hefte mit Titeln wie Die Überwindung des Staates, Traktat über kommunitäres Leben und die Abschaffung des Privateigentums. Es wurde eine seltsame Mischung aus spiritueller Suche und politischer Umwälzung, als ob die Erlösung der Seele und die Revolution der Gesellschaft zwei Seiten derselben, stark untertönten Medaille wären. In einer schmalen Gasse zwischen Philosophie und Soziologie blieb man stehen, angezogen von den gedämpften, aber intensiven Tonen einer Debatte. Zwischen den Regalen, halb versteckt von einem Turm aus Büchern über ein gemeinschaftliches Landwirtschaftsprojekt in Oregon, standen zwei Menschen. Der Mann hatte einen dichten, schwarzen Bart, der wie Moos an seinem Kinn wuchs, und trug eine gestrickte Wollmütze trotz der Wärme des Ladens. Die Frau, vielleicht in ihren späten Zwanzigern, hatte ein langes, batikbedrucktes Kleid an, dessen Muster aus wirbelnden Indigoblauen und Rostrotten wie eine flüssige Karte eines unbekannten Landes wirkte. Ihre Körperhaltung war angespannt, aber ihre Stimmen wurden sorgfältig niedrig gehalten, als Respekt vor dem heiligen Raum um sie herum. Freiheit ist kein Zustand, den du erreichen kannst, sagte der bärtige Mann, seine Finger um den Rücken eines Buches mit dem Titel Die Emanzipation des Individuums gekrümmt. Sie ist die fortwährende Praxis der Befreiung von internen Konditionierungen. Das Establishment ist nicht da draußen. Es ist hier, er tippte sich mit einer bedeutungsschweren Geste an die Schläfe. Die Frau schüttelte den Kopf. Ihre langen Ohrringe aus Silber schaukelten. Das ist passiver Nihilismus, Leo. Eine Entschuldigung fürs Nichtstun. Wenn die interne Befreiung nichts zu einer externen Aktion führt, zum Niederreißen der Mauern, buchstäblich und im übertragenen Sinne, dann ist sie nur ein weiterer Luxus, ein spiritueller Ego-Trip. Wahre Freiheit ist kollektiv. Sie ist die Freiheit von wirtschaftlicher Unterdrückung, von polizeilicher Brutalität. Sie muss strukturell sein. Ihr Ton war nicht wütend, sondern dringlich, als würde sie einen entscheidenden, aber vernachlässigten Punkt klären. Man lehnte sich scheinbar zum Betrachten eines Regals mit vergischen Geldbändern vor, aber das Ohr war auf das Gespräch gerichtet. Es wurde eine gleiche Leidenschaft, die gleiche Suche nach Bedeutung, die man auf der Straße gespürt hatte, aber hier war sie kanalisiert, mit Vokabular und Referenzen angereichert. Es war eine hitzige,
aber leise geführte Debatte über die wahre Bedeutung des zentralen Glaubensartikels Freiheit. An in ihrer Diskrepanz lag die ganze Spannung der Bewegung, war sie eine innere, persönliche Revolution des Bewusstseins oder eine äußere, politische Revolution der Gesellschaft. Die beiden standen nur einen Meter voneinander entfernt, in einem Meer von Büschern, die beide Seiten argumentierten, und schienen doch durch eine unsichtbare Kluft getrennt. Nach einer Weile, als die Debatte in ein freundlicheres, aber nicht weniger intensives Murmeln überging, wandte man sich ab. Der Wunsch, ein Stück dieser Welt mitzunehmen, nicht nur als Beobachter, sondern als Teilnehmer, wurde stark. Nicht bei den dichten theoretischen Werken. Die schienen zu anstrengend, zu sehr nachstrengend, zu sehr nach Pflicht. Stattdessen wanderte der Blick zu einem Tisch mit gebrauchten Taschenbüchern, die im Schaufensterlicht ausgestellt waren. Ein Einband sprang hervor, ein psychedelisches Wirbel aus Neonpink und Elektroblau, auf dem schemenhafte verzerrte Gesichter zu schweben schienen. Der Titel stand in einer kannigen, verschnörkelten Schrift, The Electric Kool-Aid Acid Test. Man griff danig das Buch, fühlte sich weich an, seine Seiten waren von vielen Lesen wellig. Der Einband war verlockend, a versprechen arises, eine Initiation, eine totale Immersion in die Welt der Merry Pranksters, des LSD, des Förderbusses. Es war ein Artefakt der Legende, nicht der Theorie. Man blätterte nicht hinein, den Inhalt zu prüfen. Der Kaufimpuls entsprang dem Einband selbst, seinem Versprechen von Zugang zu einer ekstatischen, grenzenlosen Erfahrung, die so anders war als die müde Debatte in der Philosophie-Abteilung. Es war ein Token, ein Talisman, ein der alten Registrierkasse, deren Tasten abgenutzt und blank poliert waren, legte man das Buch neben einen Stapel philosophischer Zeitschriften. Der Kassierer, ein junger Mann mit einer Nickelbrille und einem ruhigen Lächeln, nahm es, betrachtete den Einband mit einem wissenden Blick und nannte einen Preis von 50 Cent. Die Münzen klangen hohl in der hölzernen Kassenschublade. Er steckte das Buch in eine kleine braune Papiertüte. Und in diesem Moment, als die Tüte begeben wurde, fühlte es sich wie eine kleine Initiation an. Man besaß nun ein Stück der Mythologie, unabhängig davon, ob man jemals die darin enthaltenen Worte lesen würde. Die Tüte mit dem Buch darin wog fast nichts in der Hand, aber ihre symbolische Last war beträchtlich. Man verließ den Laden, das sanfte Klingeln der Tür folgte einem hinaus auf die Avenue, wo die Geräusche und Gerüche mit erneuter Wucht zurückkehrten. Doch jetzt gab es einen Anker, ein gekauftes Stück des Traums, das in der Papiertüte sicher versteckt war. Ein Versprechen auf eine elektrische, Kool-Aid gefärbte Wahrheit, die nur darauf wartete, entdeckt zu werden. Die Einladung kam von Mark, einem flüchtigen Bekannten aus einer Einführungsvorlesung in Soziologie. Man hatte ihn vor Moos getroffen, wo er vor einem Regal mit Schriften über gewaltfreien Widerstand gestanden hatte. Sein Lächeln war müde, sein Händedruck weich und seine Wörter weich und seine Wörter waren Einladung, keine Frage. Ein paar von uns kochen was in der Hasty Street, nur Reis und Gemüse, komm vorbei, wenn du magst. Die Adresse war eine Nummer die mit
Kreid auf einen Zettel gekritzelt war, den einem in die Hand drückte, bevor in der Menge verschwand. Der Zettel fühlte sich brüchig an, als könnte sich in der feuchten Abendluft auflösen. Die Wohnung befand sich im ersten Stock eines viktorianischen Hauses, dessen Veranda schief hing und deren Farbe in langen, papierdünnen Streifen abblätterte. Die Treppe knarrte unter jedem Schritt, ein Protest aus altem Holz. Die Türe stand einen Spalt offen, und aus dem Spalt drang eine feuchte, dämpfige Wärme, die den Geruch von kochendem Getreide und verbrannten Räucherstäbchen trug. Drinnen war ein einziges Zimmer, das von einem trüben, gelblichen Licht einer einzelnen, nackten Glühbirne erfüllt war, die von der hohen Decke hin. Der Raum war überfüllt, nicht nur mit Menschen, vielleicht 10 oder 12, die auf dem abgenutzten Holzfußboden auf Kissen oder direkt auf den Dielen saßen, sondern mit dem angesammelten Gepäck des gemeinschaftlichen Lebens. Gestapelte Bücherkisten, ein aufgebocktes Fahrrad ohne Vorderrad, Stoffbannen, die über ein Schnur in einer Ecke hingen, und überall Tassen, Schalen und Teller mit verkrusteten Resten. Im Zentrum dieses sanften Chaos stand ein winziger, verbeulte Gasherd, auf dessen 2 funktionierenden Brennen 2 riesige, E-Mail-beschichtete Töpfe brodelten. In einem kochte eine gewaltige Menge braunen Reises, dessen Dampf einen undefinierbaren, erdigen Geruch verbreitete. Im anderen schwappte ein trübes Wasser mit geschnittenen Karotten und Zwiebelgemüse aus einer Lebensmittelkooperative, wie jemand beiläufig erklärte, frei von kapitalistischem Profit. Eine Frau mit einem langen, geflochtenen Zopf kauerte auf dem Boden und schnitt weitere Karotten auf einem schrägen Schneidebrett, ihre Bewegungen langsam und bedächtig. Das Klingen des Messers auf dem Holz war das einzige rhythmische Geräusch im Raum. Ein meditativer Kontrapunkt zum leisen Gemurmel der Stimmen. Das Gespräch drehte sich um den Krieg, es war nicht der wütende, feurige Diskurs der Straßenredner, sondern etwas abgeklärteres, resigniertes. Mein Bruder bekam seinen Brief letzte Woche, sagte ein schmächtiger Junge mit einer Brille, die ihm ständig von der Nase rutschte. Er stützte das Kinn auf die Keg. Er geht nicht. Er wird nach Kanada gehen. Meine Eltern sagen, er sei ein Feigling. Es folgte keine Empörung, nur ein kollektives, schweres Nicken. Eine andere Stimme, weiblich und leise, fügte hinzu: Mein Cousin ist schon dort. In seinen Briefen schreibt er nur über die Hitze, über den Schlamm, nie über den Feind, nur über den Schlamm. Die Worte hingen in der dampfgeschwängerten Luft, schwer und endgültig. Es war die Sprache der Erschöpfung, der Ohnmacht angesichts einer Maschinerie, die zu groß, zu weit entfernt war, sie anzufechten, außer durch Abwesenheit, durch Flucht, durch müde Verweigerung. Jemand, ein Mann mit langen, graumelierten Haaren, zündete ein Räucherstäbchen an einem der Gasbrenner an. Eine dünne, süße Rauchsäule stieg auf, kräuselte sich und vermischte sich mit dem Reis- und Gemüsedampf. Der Geruch war sandelholzartig, ein künstlicher Duft von Frieden, der gegen die Schwere der Gespräche ankämpfte. Füllte die Räume,
zwischen den Körpern, eine sinnliche Bemühung, die Stimmung zu verändern, eine sinnliche Bemühung, die Stimmung zu verändern, eine spirituelle Geste in einem Raum, der von praktischer Not und politischer Verzweiflung geprägt ist. Das Essen wurde in flachen, emaillierten Schalen serviert, die in Camping-Coast-Richtung erinnerten. Es gab keine Tische. Man setzte sich auf den Boden, den Rücken gegen eine mit Büschen gefüllte Kiste gelehnt und balancierte die Schäle auf dem Schoß. Der braune Reis war weich, fast matschig, und die Karotten waren nur halb gar, noch bissfest und blass. Es gab keine Gewürze, außer einer Prise grobes Meersalz, das in einer Schale herumgereicht wurde. Jeder Bissen war eine bewusste Handlung, schlicht, substanziell, frei von der Frivolität von Geschmack oder Genuss. Man aß an einen herum, aßen die anderen, ein rhythmisches Klingen von Löffeln gegen Metall, ein gemeinsames, wortloses Ritual der Notwendigkeit. In diesem Moment mit der warmen Schale auf dem Schoß, dem süßen Raut in der Nase und den gedämpften, resignierten Stimmen im Ohr, fühlte sich gleichzeitig revolutionär und zutiefst banal an. Revolutionär war jede Konvention des Abendessens. Der Tisch, die Stühle, die getrennten Portionen, die Hierarchie des Servierens abgeschafft worden war. Hier war eine primitive Gleichheit in Teilen von Grundnahrungsmitteln auf dem blanken Boden. Es war eine körperliche Ablehnung der bürgerlichen Ordnung, eine Geste, die sagte, wir brauchen nicht, was ihr habt. Doch zugleich war es banal, ja fast trostlos. Die Unterhaltung kreiste um Flucht und Verlust, nicht um Triumph. Das Essen war fade und eintönig. Die Räumlichkeit war bang und unordentlich. Die Revolution, wie sie in diesem Raum praktiziert wurde, schien weniger ein strahlender Aufbruch in eine neue Welt zu sein als vielmehr ein müder, aber beharrlicher Rückzug aus der alten, ein Rückzug in Schlichtheit, in Gemeinschaft, in einer Art passiven Widerstands, der sich im Kochen von riesigen Mengen Brunnenreises auf einem zu kleinen Herd manifestierte. Man leerte die Schale, spürte die sättigende, schwere Masse im Mag und blickte in die Gesichter der anderen, die im trüben Licht verschwommen und gleichzeitig ungewöhnlich klar wirkten. Es war kein Triumphgefühl, das sich einstellte, sondern eine seltsame, ambivalente Gewissheit. Dies hier war real. Es war ungeschminkt, anstrengend und unvollkommen. Aber es war ein bewusster Akt, ein winziger, gemeinsamer Widerstandspunkt in einer Welt aus Schlamm und Einberufungsbescheiden. Und in seiner schlichten, irdischen Gegenwart lag eine Art Offenbarung, die weder ekstatisch noch besonders froh war, sondern einfach nur war. Sunshine's hands moved with a fluid, practiced grace that seemed at odds with the cramped, chemical-scented chaos of the back room. She had led me there after the brown rice supper, her eyes bright with a proselytizer's zeal. "You have to see the birth of a shirt," she had said, as if describing a sacred rite. The room was a converted pantry, its shelves lined not with cans, but with glass jars of powdered pigment in startling hues: fuchsia, electric blue, sunflower yellow.
The air was thick with the sharp, acrid tang of vinegar and something else, a metallic undertone that clung to the back of the throat. A single bare bulb hung from a cord, casting a stark, unforgiving light on the long, stained porcelain sink that dominated the space. On the drainboard lay a plain white cotton shirt, its fabric limp and expectant. Sunshine picked it up. Her fingers stained a permanent bluish purple, tracing the seams with a critic's appraisal. "Plastic," she said, the word a gentle curse. "They want to wrap us in plastic. Polyester. Nylon. It doesn't breathe, it doesn't live. It's dead, a product of the same machine that makes bombs and Agent Orange." She spoke not with anger, but with a serene, absolute conviction. To wear it is to consent. To make your own, to start with the raw cloth, is to dissent. The process began with binding. She took thick rubber bands from a jar, and with a series of precise twists and folds, she began to contort the shirt. She pinched a section of the sleeve, wound a band tightly around it until the fabric bulged like a swollen joint. She did the same to the hem, creating a series of tight concentric circles. Then she took the body of the shirt, twisted the entire thing into a loose, spiraling rope, and secured it with more bands. Under her hands, the garment was transformed from a symbol of uniformity into a bound, complex sculpture, a prisoner awaiting its transformation. "The bindings resist the dye," she explained, her voice a soft monotone of concentration. "They create the patterns. The places the colour cannot touch become the design. It's a collaboration between intention and accident." She selected a jar of powdered dye labelled Raven Red. It was not a true red, but a deep, volcanic crimson leaning towards magenta. She poured a careful mound of the powder into a large glass bowl. The powder itself was unnaturally vivid, a mound of crushed gemstones. Adding water, she stirred with a wooden spoon, and the mixture erupted into a swirling, glutinous liquid, the colour of arterial blood and neon signs. The smell intensified. That same vinegar metallic punch now warmed and activated. "The vinegar sets the colour," she said, dipping a finger into the concoction without flinching. "It makes it fast, permanent." With a reverent slowness, she submerged the bound, twisted shirt into the bowl. It accepted the dye greedily, the white cotton drinking in the crimson, until it was saturated, a dark, dripping mass. She pressed it down with the spoon, ensuring every exposed fibre was baptized. The room was silent, save for the soft glug of the liquid and the distant, muffled sounds of a guitar from the main house. Her face, illuminated from above, was a study in focused serenity. This was her meditation, her prayer. The rebellion was not in a shouted slogan, but in this quiet, meticulous act of creation. She let it soak, and while we waited, she spoke of her philosophy. "It's about the hands," she said, wiping her own on a rag already polka-dotted with old rainbows. "Knowing every step, from the cotton plant, if you're lucky enough to find clean, non-exploitative cotton, to the thread, to the weave. Most people are separated from the source of everything. Their food, their clothes, their thoughts, they consume what is given.
We must make. To make is to understand. To understand is to be free. Her words were gentle, but they carried the weight of dogma. In this room, the act of dyeing a shirt was as radical as occupying a building. After what felt like a sacred interval, she lifted the shirt from the bath. It dripped a stream of pinkish red onto the newspaper spread below. With careful snips of scissors, she cut away the rubber bands. The unveiling was the true magic. As the bindings fell away, the compressed fabric sprang back, revealing its secret history. Where the bands had been, the white of the original shirt remained in perfect, crisp circles and spirals. The rest was a deep, pulsating crimson. The pattern was a sunburst of resistance, a record of where the dye had been denied. It was beautiful, undeniably so, a vibrant organic explosion frozen in cloth. She rinsed it in the sink, the water running pink, and the smell of vinegar rose in a fresh wave. As she squeezed the excess moisture out, the colours seemed to deepen, to become part of the fabric's soul. She held it up, a dripping, reborn banner. "There," she whispered, a smile touching her lips. "Now it has a spirit. It's no longer a product. It's a story." I watched, mesmerized by the alchemy, by the transformation of the mundane into the magical. Yet as the shirt hung dripping over the sink, my eyes drifted to the empty jar of raven red dye. The label, now smudged, listed its chemical constituents in small professional print. I recognized one, aniline, a derivative of coal tar, a product of the vast petrochemical industry. The same industry that produced the plastics she despised, the fertilizers for the monoculture cotton fields she distrusted, the fuels for the war machines she abhorred. The vibrant spirit in the cloth, the very medium of her rebellion, was born in a laboratory, synthesized in a vat, packaged and shipped by the same faceless establishment. She sought to escape. The vinegar that set the colour was likely industrially produced. The rubber bands, the glass jars, the porcelain sink, all tributaries flowing from the great river of the machine she condemned. I did not voice the thought. It would have felt like a violation of a sacred space, a cynical whisper in a temple. The beauty she had created was real. The intention behind it was pure and fervent. But in that silent moment, observing the exquisite, chemically born shirt drip its pink water onto yesterday's news, I understood a deeper, more complicated truth. The fabric of rebellion was not spun from pure, unsullied thread. It was woven from the very world it sought to reject, dyed in colours borrowed from the enemy's palette, its most beautiful patterns emerging from a tense, inextricable collaboration between the dream of purity and the stubborn, synthetic facts of the existing world. The shirt was not an escape, but a testament to a profound and inescapable entanglement. Das Bewusstsein kehrte nicht zurück, sondern sicherte einen langsames, schmerzhaftes Durchtränken. Es begann mit der Härte, einem unnachgiebigen Druck entlang der gesamten Wirbelsäule, der sich in einen dumpfen, pulsierenden Schmerz in der Lende übersetzte. Der Boden unter dem dünnen Schlafsack war nicht federnd, sondern das blanke, knurrige Holz der Dielen in Sunshines Wohnung, jede Unebenheit eine Stimme, Anklage.
Die romantische Vorstellung vom Schlafen auf dem Boden, ein Akt der Einfachheit, der Verbundenheit mit dem Ursprünglichen, zur Schelte an der physischen Realität steifer Gelenke und eines steifen Nackens. Das Licht, das durch das unverhängene Fenster fiel, war grau und kühl, ein Montagslicht, das keine Verheißung, sondern nur Pflicht kannte. Man setzte sich auf, ein Knacken im Rücken begleitete die Bewegung. Der Raum roch nach der Asch von Räucherstäbchen vom Wohrebend, vermischt mit dem anhaltenden, süßlichen Hauch von Farbstoff aus dem Hinterzimmer. Die anderen Körper, die über den Raum verstreut in Schlafsäcken und unter Decken lagen, waren regungslose Hügel, Atemzüge, die tief und gleichmäßig klangen. Ein Gefühl der Fremdheit überkam. Da es wohl nicht das eigene. Geordnete Bett im Wohnheim, da es war ein vorübergehendes Lager. Und die Freiheit überging das Lager und die Freiheit überall schlafen zu können, fühlte sich plötzlich nach Heimatlosigkeit an. Die Notwendigkeit, sich zu waschen, wurde dringend. Man testete sich über die schlafenden Formen hinweg zur winzigen Küchenecke. In der Spüle stand eine große, emaillierte Schüssel, halb voll mit abgestandenem Wasser, in dem ein einzelnes Stück grauer, durchweichter Kernseife schwamm. Es gab keinen fließenden Heißwasserhahn, nur einen eiskalten Zulauf über der Spüle. Man schöpfte Wasser mit den hohlen Händen, das kalte Nass, ein Schock auf der Haut. Das Waschen war ein hastiges, unzureichendes Ritual. Das Wasser lief in Rinseln den Unterarm hinab und tropfte auf den schon fleckigen Linoleumboden. Man rieb die Seife, deren Geruch muffig und alt war, über Gesicht und Hals, versuchte das Gefühl von Schweiß und Rauch der vergangenen Tage abzustreifen. Im trüben Spiegel, über der Spüle, sah das eigene Gesicht bleich und aufgedunsen aus, die Augen von einer Nacht auf harter Unterlage gerötet, die Gäste fühlte sich nicht reinigend, sondern bloßstellend an, eine armselige Parodie von Hygiene. Beim Abtrocknen mit einem rauen, noch nassem Hund riechenden Handtuch fiel der Blick auf den eigenen Haufen Kleidung, der achtlos in eine Ecke abgelegt worden war. Das batikfarbene Hemd von Sunshine lag zusammengenäht neben den eigenen, schmutzigen Jeans. Die lebendigen Farben des Hemdes wirkten im trüben Morgenlicht schmuddelig, fast kläglich. Die Jeans am Somwurmpflaster der Telegraph Avenue geschwärzt, rochen nach Rausch und Schweiß. In der Tasche der Jeans spürte man das dünne, klare Gewicht der letzten Münzen, die übergeblieben waren, ein paar Quarters, ein Dime. Die leere Tasche war eine physische, jämmerliche Bestätigung. Die Freiheit von materiellen Sorgen, so verlockend in der Theorie, fühlte sich in der Praxis wie eine prekäre, ständige Kontan, über die man jeden Moment stolpern konnte. Und dann, wie ein ferner, aber unerbittlicher Gang, schlug die Erinnerung ein, die Seminararbeit. Sie war für Mittwoch fällig, eine Analyse der Federalist Papers im Kontext der frühen republikanischen Debatten. Die Bücher lagen sicher und unberührt im Schrank im Stern Hall. Die Notizen waren halbfertig. Der Gedanke an den Bibliothekssaal, an den ruhigen,
geordneten Schreibtisch und die klare, linear Aufgabe des Schreibens und Argumentierens wirkte nicht wie eine Fessel, sondern wie ein rettender Anker. Es war eine Verantwortung. Ja, aber eine, die Struktur und Sinn versprach. Ein vorhersehbares Ergebnis für aufgewendete Mühe. Hier in diesem Raum des schwellenden Räucherwerks und der steifen Glieder gab es nur das unmittelbar verwirrende Durcheinander des Daseins. Man zog die sauberen der beiden Socken an, ein kleiner, sinnloser Akt der Ordnung inmitten des Chaos. Die Zweifel kämen nicht als donnernde Offenbarung, sondern als ein leises, kriechendes Unbehagen, das sich mit dem körperlichen Unbehagen vermischte. War diese neue Freiheit, die man so eifrig umarmt hatte, tatsächlich eine höhere Form der Authentizität, oder war sie nur eine andere Art von Verantwortungslosigkeit, eine bequeme Flucht vor den Anspruchsvollen, weniger glamourösen Verpflichtungen des Denkens und Bauens? Die Revolutionäre auf der Avenue, in den Buchläden, in dieser Wohnung, sprachen von der Zerstörung der alten Strukturen. Aber wer baute die neuen? Das Kutschen von braunem Reis war ein Statement, aber es ernährte einen nur für einen Abend. Das Färben eines Hemdes war schön, aber es hielt einen nicht warm, wenn das Geld für die Heizung fehlte. Die Freiheit von Konventionen schien in der Praxis oft in die Freiheit von Konsequenzen, von lästiger Voraussicht, von der mühsamen Arbeit der Kontinuität abzugleiten. Einer der schlafenden Hügel bewegte sich. Ein junger Mann namens Keith, der gestern Abend leidenschaftlich über die Abschaffung des Geldes gesprochen hatte. Er setzte sich auf, rieb sich die Augen, und sein erster, instinktiver Griff galt nicht nach einem Buch oder einem Werkzeug, sondern nach einer Packung Zigarette auf dem Boden neben ihm. Er zündete eine an und der erste Zug war tief, notwendig. Sein Blick traf den meinen und er nickte müde. Ein Kamerad im gemeinsamen Kater der Gegenkultur. In seinen Augen lag keine ekstatische Vision, nur die einfache, tierische Müdigkeit des Montagmorgens. Diese stille, geteilte Blicken hüllte mehr als alle Diskussionen über Markurse oder freie Liebe. Er zeigte die banale, menschliche Grundierung all der hohen Ideale. Die Revolution hatte auch ihren Kater, ihre steifen Glieder, ihre leeren Taschen und ihre schmutzige Wäsche. Und in diesem nüchternen, grauen Licht wirkte die Verheißung der totalen Befreiung nicht wie ein Leuchtfeuer, sondern wie ein weiterer, anstrengender Traum, aus dem man gerade erwachte, mit einem schmerzenden Rücken und dem nagenden Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Man stand auf, die Gelenke protestierten, und sammelte die schmutzige Kleidung auf. Der Weg zurück zum Campus schien nicht wie eine Capitulation, sondern wie eine Capitulation in der Welt, in der das Wasser aus dem Hahn floss und die Papiere fristgerecht abgegeben werden mussten. Eine Welt von Pflichten, die plötzlich nicht mehr als Unterdrückung, sondern als das unsichtbare Gerüst erschienen, das verhinderte, dass alles in einen farbenfrohen, aber letztlich haltlosen Morast aus schönen Ideen und unbequemen Tatsachen zerfiel. The communal kitchen of the Hay Street Collective was not a room for cooking so much as a theatre for the unspoken,
a stage where the grand ideals of sharing and classless harmony met the petty, grinding realities of human cohabitation. I spent a day there, a self-appointed anthropologist of domestic counterculture, perched on a wobbly stool by the door with a chipped mug of lukewarm peppermint tea. The air was a permanent emulsion of old grease, damp earth from unwashed root vegetables, and the cloying sweetness of incense attempting to mask it all. The rules here were not posted. They were etched in the subtle glances, the weighted sighs, the careful placement of a dirty bowl. The first law was one of implied rotation. A large burlap sack of brown rice leaned against the wall by the stove. The person who initiated its cooking was not necessarily the one who had washed it. Washing the rice was a tedious, revered duty. It required patience, standing over the chipped enamel sink, swishing the grains in cold water until the runoff changed from cloudy to merely hazy. Leo, the bearded philosopher from Mose, was its high priest. He performed the task with a solemn, meditative focus, his eyes fixed on the swirling water, as if reading the I Ching in its currents. His silent expectation was clear. By sanctifying the grains, he was exempt from the scut work that followed, the scrubbing of the perpetually stained pot. A carbon-encrusted monster always fell to whoever was slowest to leave the kitchen after eating. The second law concerned the sink. It was a monument to deferred responsibility. Dishes accumulated in a precarious ziggurat of enamel plates, mismatched mugs, and bent cutlery. A sign, handwritten on cardboard in psychedelic lettering, read, "Clean thy own vessel, as thou clean thy soul." It was universally ignored. The trick was to place your used bowl not at the top of the pile, which was an admission of immediate guilt, but somewhere in the middle, where it could feign antiquity. A girl named Rain was a master of this. She would finish her tea, rinse her cup with a splash of water, a performative, insufficient gesture, and nestle it deftly halfway down the tower, camouflaging it among its peers. Her subsequent exit from the kitchen was always swift, accompanied by a vague, melodic humming that absolved her of all earthly chores. The third, and most tense, law revolved around the loaf. Once a week, a woman named Cedar baked a dense, dark bread from a sourdough starter she treated with the reverence of a firstborn child. The loaf, when cooled, was placed on a wooden board in the center of the small, sticky table. It was common property, yet cutting it was a diplomatic minefield. To take the first slice was an act of arrogance. To take the last was an act of profound selfishness, unless one planned to immediately bake another, which no one ever did. The preferred method was to cut a middle slice, leaving the architecture of the loaf apparently intact for others. I watched as a young man called Sky approached the table. His eyes lingered on the remaining heel, a thick crust of coveted density. His hand hovered. He glanced around the empty kitchen, then with a surgeon's precision sliced a thin piece from the middle, leaving both ends technically present. The sigh of relief he emitted as he retreated with his prize was palpable. The harmony was a thin veneer polished with the oil of passive aggression. When Leo discovered the rice pot soaking, yet again, with cold, greasy water, he did not confront the culprit. Instead, he washed it with an exaggerated, tragic care,
the clanging of pot against sink louder than necessary, his silence a thunderous indictment. When Rain's hidden mug was finally exposed at the core of the dish mountain, someone never identified placed it, unwashed, on the pillow of her sleeping bag. The message was delivered without a single word being uttered. The comedy turned to friction as the afternoon light slanted through the grimy window A. Discussion began innocuously enough, sparked by the arrival of a bag of vibrantly green snap peas from a local organic farm. Leo extolled their purity, their distance from chemical fertilizers, their role in decolonizing the diet. Sky, munching on a raw pod, nodded in agreement, then made an offhand remark about the canned goods in the pantry. "We should really clear out that corporate poison," he said. This opened a trap door. A quiet, intense woman named Fern, who had been mending a pair of trousers in the corner, looked up. "The kidney beans?" she asked, her voice low. "I took those from the back of the grocery store on Shattuck. They were going to throw them out. Is food waste not a greater sin than corporate packaging?" Leo put down his knife. "It's not just the packaging, Fern. It's the content. It's the exploitation in the canning process. It's the nutrient-dead soil of agribusiness sealed inside that steel cylinder. Consuming it internalizes that violence. But I didn't pay for it, Fern," countered her needle now still. "I liberated it. The transaction, the profit motive, was broken. Doesn't that purify it? The act of taking restores a kind of innocence to the object. You can't unbake the cake of oppression," Leo said, his philosophical tone tightening. "The beans are a product of the system. Your act of theft is a reaction to the system, but it doesn't cleanse the beans. It just makes you a participant in a different part of the cycle, the waste cycle. You're eating the corpse of capitalism." Sky, sensing the brewing storm, tried to interject. "Maybe it's about intention, man. If your intention is to not support the system and you don't pay, intention is mystical thinking." Leo's voice rose a fraction. "Material reality is what matters. Those beans are material reality. They are impure." Fern stood up, the trousers falling to her lap. "So my hunger is less pure than your philosophy. Is that it? You'll eat the rice that was bought with money from someone's trust fund. Nixon checks from parents who probably own stock in those canneries. But my liberated beans are corrupt." Her quietness had vanished, replaced by a sharp, wounded defiance. "What's the difference, Leo, between your dirty money and my dirty beans? We're all dirty. We're all here in this dirty kitchen, pretending we're clean." The room froze. The accusation hung in the air, heavier than the smell of grease. It was no longer about beans or capitalism. It was about the unacknowledged hypocrisies that propped up their fragile utopia. Leo's face flushed. He looked from Fern to the bag of pristine snap peas, symbols of a purity that was, as she had pointed out, financially inaccessible to most. The stolen beans were a testament to practical need, to a gritty survivalism that clashed with the curated aesthetic of organic virtue. Sky slowly backed toward the door, his piece of bread forgotten. I remained on my stool, a silent witness to the schism. The conflict dissipated not with resolution, but with exhaustion.
Leo turned back to the snap peas, washing them with an abrupt, violent thoroughness. Fern sat down and resumed her mending, her stitches small and furious. The beans remained in the pantry, a silent, contentious monument to an ideological impurity no one knew how to digest. The unspoken rule now governing them was one of avoidance. They sat on the shelf, a can of communal cognitive dissonance, too guilty to use, too necessary to throw away. In that small, grimy room, the revolution had boiled down to this: a bitter, silent stalemate over the moral ontology of a can of beans, and the chilling realization that building a new world might first require agreeing on whether a stolen can could ever be clean. Der Raum, in dem die Zusammenkunft stattfand, wurde gleiche wieder des braunen Reiser Bendissens, aber die Atmosphäre hatte sich verwandelt. Die harte Glühbirne war ausgeschaltet, ersetzt durch ein paar Kerzen, die in ausgehöhlten Weinflaschen steckten. Ihr flackerndes Licht warf Wake tanzende Schatten an die Wände, verschluckte die scharfen Ecken deren Ordnung und tauschte alles in einen warm und scharfen Amberton. Es schuf eine Illusion von Intimität, ein sakrales Halbdunkel, das für Geständnisse und Offenbarung geeignet schien. Die Luft war dick vom Rauch billigen Nagelholzensenses, der den zugrunde liegenden Geruch von feuchter Wolle und vergessenen Essensresten nur mühsam überdeckte. Menschen saßen im Kreis auf dem Boden, die Beine gekreuzt, die Körper leicht nach vorne geneigt, als lauschten sie einer unsichtbaren Predigt. Es war kein formelles Treffen, sondern eine lockere Runde, wie Mark es beim Kommen angekündigt hatte, ein Ort, um über Beziehungen, über Bindungen, über die alten Ketten zu sprechen. Die Sprache, die in den Raum geworfen wurde, war von einer fortschrittlichen, fast klinischen Offenheit, Begriffe wie Besitzanspruch, monogame Konditionierung und emotionelle Freiheit schwebten im Kerzenrauch wie wohlgeformter Rationalvogel. Ein Mann namens River, dessen Gesicht im flackernden Licht sanft und weise wirkte, sprach mit ruhiger Stimme. Liebe ist keine endliche Ressource, sagte er. Sie sollte wie Wasser fließen können, frei, ohne Dämme. Wenn wir jemanden lieben, sollten wir ihn nicht einsperren wollen. Das Verlangen nach Ausschließlichkeit ist ein Reflex des kapitalistischen Modells, die Idee, dass man etwas besitzen, das markieren muss. Köpfe nickten, langsam ein Chor stiller Zustimmung. Eine Frau namens Wren, ihr Haar zu zwei dicken Zöpfen geflochten, fügte hinzu: Es geht um Vertrauen, absolut Vertrauen. Wenn du wirklich frei bist, dann fürchtest du nicht, dass die Person, die du liebst, auf andere lieben oder mit anderen intim sein könnte. Ihre Freude ist deine Freude, ihre Erfahrungen bereichern das Ganze. Die Worte waren schön, makellos in ihrer Logik, ein utopisches Rahmenwerk für das Herz. Doch die körpersprechte Anwesenden erzählte eine andere verworrenere Geschichte. Während River sprach, saß seine Partnerin, eine schlanke Frau namens Luna, neben ihm. Ihr Blick war nicht auf ihn gerichtet, sondern auf ihr eigenen Handy, die in ihrem Sauce lagen, die Finger nervös in den losen Faden.
in ihrem batik gefärbten Rock drehten, als das Wort Besitzanspruch ausbrach, guckte ihre Schulter kaum merklich, eine winzige, verkrampfte Bewegung. Ein junger Mann gegenüber, der sich als Kai vorgestellt hatte den Arm um die Schultern einer Frau namens Sage gelegt. Die wirkte nicht entspannt, sondern eher besitzergreifend. Seine Hand lag schwer auf ihrem Oberarm, als wolle er sie verankern. Sage ihrerseits saß steif da, ihr Lächeln. Als Kai zustimmen murmelte, war dünn und angespannt. Er reizte nicht ihre Augen. Sie blickte immer wieder so einer anderen Frau am Kreisrand, einer stillen Gestalt mit kurz geschnittenen Haaren, die den Blick stets gesenkt hielt. Jedes Mal, wenn Sage hinsah, wurde Kais Griff unwillkürlich ein wenig fester, als spüre er die Aufmerksamkeit, die von ihm wegströmte, auch wenn kein Wort gewechselt wurde. Ich saß etwas außerhalb des engeren Kreises, den Rücken gegen eine Bücherkiste gelehnt, und beobachtete dieses stille Theater. Die Diskrepanz zwischen der hochtrabenden Theorie und der menschlichen Realität war fast körperlich spürbar. Die Sprecher sprach von einem reibungslosen, schmerzlosen Fluss der Liebe, aber die Körper sprachen von Territorium, von Unsicherheit, von einem tief verwurzelten, animalischen Verlangen nach Sicherheit und besonderer Zugehörigkeit. Die Hände, die sich nicht berührten, wo sie es hätten tun sollen. Die Blicke, die sich mieden, die eingespannten Kiefer, unterlässig geäußerten Prinzipien. All das war eine stumme Widerlegung der doktrinären Worte. In einer Pause des Gesprächs, als jemand eine Kerze nach dem dünstete, beobachtete ich ein Paar in der Ecke. Sie hießen Reed und Ivy. Reed hatte eben leidenschaftlich über die Befreiung von der Tyrannei der romantischen Erwartungen gesprochen. Doch jetzt, im privaten Halbschatten, flüsterte er Ivy etwas ins Ohr. Sein Gesicht war nicht das eines freien Philosophen, sondern das eines unsicheren Jungen. Seine Augen suchten hungrig nach Bestätigung in ihrem Blick. Ivy nickte, aber ihr Lächeln war matt abwesend. Sie legte eine Hand kurz auf sein Knie, eine Geste, die wie Trost aussah, nickt wie leidenschaftliche Zustimmung. Dann zog sie die Hand schnell wieder zurück, als würde sie zu viel zu bedeuten. Die Geste war flüchtig, doch sie verriet eine Welt von unausgesprochenen Vereinbarungen, von stillschweigenden Erwartungen und möglichen Enttäuschungen, die unter der Oberfläche der freien Beziehung brodelten. Die Diskussion ging weiter, drehte sich hinein praktische Arrangements, getrennte Schlafplätze, die Wichtigkeit von Ehrlichkeit über andere Partner. Die Worte blieben idel, aber die Energie im Raum hatte sich verschoben. Die anfängliche, feierliche Stimmung war einer gedämpften, wohligeren Intensität gewichen. Die Menschen sprachen nicht mehr über die Idee, sondern durch sie hindurch, als versuchten sie, sich selbst und andere von ihrer eigenen Überzeugung zu überzeugen. Die Lautstärke war niedrig, aber die Pausen zwischen den Sätzen waren lang und bedeutungsschwanger, gefüllt mit allem, was nicht gesagt wurde. Mit der Eifersucht, die man nicht eingestehen wollte, mit der Angst vor dem Alleinsein, die man als Schwäche betrachtete, mit dem einfachen, johlten Verlangen, für jemanden der oder die Einzige zu sein. Als die Runde sich langsam,
auflöste, die Menschen sich in kleinen Gruppen oder allein zurückzogen, blieb ich noch einen Moment sitzen. Der Raut der Kerzen stieg in geraden Linien zur Decke, bevor er sich in der Dunkelheit auflöste. Auf dem Boden lag ein vergessenes Stirnband aus Leder. Ich betrachtete es, dieses kleine, persönliche Artefakt, inmitten des theoretischen Debattierfeldes. Der Mythos der freien Liebe, so wie er hier beschworen wurde, war ein herrliches, luftiges Konstrukt, ein Kristallpalast der Emotionen, doch die Menschen, die in ihm lebten, oder versuchten, in ihm zu leben, waren aus Fleisch und Blut, aus Geschichte und Verletzlichkeit. Sie schleppten die unsichtbaren Ketten ihrer Erziehung, ihrer Ängste, ihrer ganz gewöhnlichen menschlichen Bedürfnisse mit sich. Der Palast war auf dem unebenen, treibsündigen Boden dieser Realität errichtet. Die sanfte, mitfühlende Tragik des Abends lag nicht in der Verlogenheit der Menschen, sondern in ihrem aufrichtigen, schmerzhaften Bemühen, höher zu steigen, als ihre Natur es vielleicht zuließ. Sie sprachen die Sprache des Wassers, des freien Fließens, doch ihre Körper, ihre Blicke, ihre flüchtigen Berührungen verrieten, dass sie immer noch in den vertrauten, engen Kanälen des Verlangens und der Furcht wandelten. Die Revolution der Liebe erwies sich als die intimste und vielleicht unmöglichste von allen. Ein Kampf nicht gegen äußere Strukturen, sondern gegen die inneren Architekturen des Herzens, deren Grundmauern viel tiefer und widerspenstiger lagen, als jede politische Theorie es sich vorstellen konnte. Die Kerzen waren niedergebrannt, nur noch fingerdicke Strümpfe, die in einem See aus erstarrtem Wachs standen. Die meisten hatten sich in die Schlafnischen und hinter die Vorhänge zurückgezogen. Das Murmeln der Diskussion war einem schweren, müden Schweigen gewichen. Ich blieb auf dem Boden sitzen, den Rücken gegen die kühle Wand gelehnt, als eine Gestalt aus dem Schatten an der Küchentür trat. Es war Lark. Sie hatte während der Runde geschwiegen in der Ecke gekauert, die Arme um ihre schmalen Knie geschlungen. Jetzt glitt sie lautlos herüber und setzte sich neben mich nicht zu nah, aber innerhalb der schwachen Aureole, die eine letzte flackernde Kerze warf. Ihr Gesicht war im halbdunklen Oval aus blassem Mondlicht, ihre Augen große, dunkle Tümpel. Sie sprach nicht sofort. Sie zog die Beine an sich, wickelte sich in den weiten Stoff ihres Kleides, als friere sie. Draußen auf der Straße fuhr ein Auto vorbei. Seine Scheinwerfer strichen flüchtig über die Decke, warfen einen flackenden Schattenriss von uns an die Wand. Frei gelassen zu werden, sagte sie schließlich, und ihre Stimme war so leise, dass sie fast im Rascheln des Wachses unterging. Das ist der merkwürdigste Schmerz. Es tut weh, aber du darfst nicht weinen, weil das ja angeblich eine Befreiung ist. Für dich. Für ihn. Sie sprach nicht anklagend, sondern mit einer Art verwirrter Verwunderung, als versuch sie ein mathematisches Theorem zu verstehen, das einfach nicht aufgehen wollte. Sie erzählte von Jonah nicht in einer linearen Geschichte, sondern in Fragmenten, die wie Treibgut an den Strand in ihrer Erinnerung gespült wurden. Sie hatten zusammen in einer Kommune in Santa Cruz gelebt, hatten Gemüse angebaut und über die Sterne gesprochen. Er sagte immer, unsere Liebe sei wie ein Baum mit vielen Ästen. Dass es egoistisch sei, zu verlangen,
Ein Baum solle nur einen Ast haben. Sie zupfte an einem losen Faden an ihre Ärmelkante. Ich wollte das glauben. Ich habe es wirklich geglaubt. Es klang so wahr, so richtig. Und dann kam der Ast namens Chloe. Ein schwaches, bitteres Leckern zuckte um ihren Mund, und plötzlich war ich nicht mehr der Stamm. Ich war nur noch ein Ast unter vielen, ein etwas älterer, etwas weniger, grüner Ast. Der Schmerz, den sie beschrieb, war nicht der dramatische Bruch einer konventionellen Trennung. Es war etwas diffuseres, zermürbenderes. Er war immer noch da. Er schlief manchmal in meinem Bett. Er kochte mir Tee, wenn ich traurig war. Aber es war ein Tee der Freundschaft. Und ich sollte dankbar sein für diese Freundschaft, für diese reine, besitzlose Liebe. Ich war verletzt und er sagte, meine Verletztheit sei ein Zeichen, dass ich noch nicht frei genug sei, dass ich heilen müsse. Also heilte ich allein oder versuchte es. Und während ich heilte, war er frei. Frei mit Chloe zu sein, frei mit anderen zu sein. Und ich saß da mit meiner nicht erlaubten Eifersucht und meinem Herzschmerz, der kein Recht hatte. Herzschmerz zu sein, weil er aus einer falschen, konditionierten Vorstellung von Liebe stammte. Sie schwieg wieder, und in der Stille hörte man das Tropfen eines undichten Wasserhahns in der Küche. Plötzlich, mit einer nüchternen, fast klinischen Sachlichkeit, wechselte sie. Das Thema. Hast du jemals Gonorrhoe gehabt? Die Frage war so unvermittelt, so frei von Scham oder Dramatik, dass sie wie ein Schlag wirkte. Sie wartete keine Antwort ab. Ich schon, letztes Jahr. Wir nannten es die Klatsche. Klingt fast lustig, nicht wahr? Es war nicht lustig. Die Behandlung war Penicillin, das jemand aus der Klinik mitgehen ließ. Wir teilten es. Die Dosierung war wahrscheinlich falsch. Es brannte wie Feuer. Und für eine Woche dachte ich würde sterben. Und das Schlimmste war, ich wusste nicht einmal, von wem ich es hatte. Es hätte Jonah sein können. Oder jemand, mit dem Jonah geschlafen hatte. Oder jemand, mit dem Jonah geschlafen hatte. Die freie Liebe. Sie hat auch eine freie Epidemiologie. Ihre Hände, die bisher still gelegen hatten, begannen eine kleine, repetitive Bewegung, als wische sie unsichtbaren Staub von ihren Knien. Und dann sind da die Babys. Jeden Monat ist dieses Zittern, diese Angst. Es gibt Mädchen hier, die trinken Penny Royal Tea, eine abscheuliche, bittere Brew, von der sie sagen, sie breche eine frühe Schwangerschaft ab. Und versuchen es mit Stricknadeln und Gebeten. Es ist russisches Roulette. Wir sprechen von der Befreiung des Körpers, aber unser Körper ist ein Schlachtfeld aus Angst und primitiver Medizin. Die Jungs sprechen von Verhütung als gemeinsamer Verantwortung, aber die Verantwortung, die Konsequenzen sind am Ende doch immer wir, immer. Ihre Stimme blieb ruhig, aber in ihr lag eine solche Tiefe an erschöpfter Erfahrung, dass sie schwerer wog als jeder Schrei. Dann, fast unmerklich, entspannte sich ihre Haltung ein wenig. Sie blickte zur Tür, wo das schwache Licht des Flurs hereinfiel. »Weißt du, wer mich durch all das gebracht hat?« fragte sie, und zum ersten Mal klang etwas wie Wärme in ihrer Stimme. Nicht ein Liebhaber, nicht ein freier Geist. Es war Maya, sie wohnt oben unter dem Dach. Als sie krank war, hat sie mir wochenlang Suppe gebracht.
Einfache, hässliche Gemüsesuppe. Sie hat meine Wäsche gewaschen. Sie hat mir nicht gesagt, ich solle freier sein. Sie hat mir einfach die Haare gestreichelt und gesagt, das tut weh. Das ist scheiße. Larks Augen glänzten im Kerzenlicht. Das war der wahre Trost, nicht die sexuelle Befreiung. Die Freundschaft, die still, unspektakuläre Loyalität einer anderen Frau, die wusste, wie es ist, verletzt zu werden und sich nicht beschweren zu dürfen. Sie stand auf, ihr Schatten riesig an der Wand. Die Mädchen sind schön, sagte sie, und jetzt war ihre Stimme nur noch ein Hauch, ein letztes Flackern vor dem Erlöschen. Sie geben uns etwas, wonach wir streben können. Aber manchmal braucht man kein Mythos. Man braucht jemanden, der einem eine Decke bringt, wenn man friert, und der nicht erwartet, dass man ihn danach liebt. Sie ging zur Tür, drehte sich noch einmal um. Ihr Gesicht war wieder im Schatten. Freiheit ist ein schweres Gewicht, schwerer als sie es in den Büchern beschreiben, weil das ganz allein tragen müsstet. Dann war sie verschwunden, ihre Schritte auf den knarrenden Dielen wurden leiser und verstummten. Ich saß noch lange in der Dunkelheit. Der Wachsgeruch der erloschenen Kerzen mischte sich mit dem modrigen Geruch des alten Hauses. Larks Worte, so ruhig gesprochen, holten lauter nach als alle theoretischen Diskurses des Abends. Sie hatten die glänzende Oberfläche des Mythos zerkratzt und das darunter liegende, spröde Material gezeigt. Verwirrung, körperliches Leiden, Einsamkeit. Der Trost lag nicht in der ekstatischen Auflösung des Selbst, in einen Ozean freier Liebe, sondern in der bescheidenen, solidarischen Geste, auf festem Grund, einer Schüssel Suppi, einem stummen Streichel, einem Anerkennung des Schmerzes, der einfach da war, unabhängig von seiner politischen Korrektheit. Die Revolution der Liebe hatte, wie alle Revolution, ihre Verwundeten. An die wahre Nächstenliebe, so schien es, bis dann nicht darin, ihnen zu sagen. Sie sollten nicht blüten, sondern darin, ihnen den Verband zu reichen und neben ihnen zu sitzen, bis die Blüten aufhörte. The invitation was whispered, not spoken. It came from River, his eyes holding a conspiratorial gleam that seemed both profound and slightly unfocused. A few of us are going to voyage tonight, to the inner cosmos. The doors of perception will be cleansed. He held up a small square of blotter paper, imperceptible from a distance, adorned with a tiny stamped purple dragon. It's pure. A gift from a chemist in Mendocino. The expectation in his face was luminous. This was the pinnacle, the ultimate sacrament of the scene I had been orbiting. The electric Kool-Aid acid test, not as a book on a shelf, but as lived, breathing reality. I felt the pull, the curiosity, the desire to finally see what they all described. Then I felt the stronger, more foundational pull of a deep, instinctive caution. "I'll watch," I said, my voice sounding strangely formal in the hazy air of the kitchen. "I'll be the anchor." River's smile didn't falter, but it acquired a hint of benevolent pity, as if I had chosen to remain on the shore while the ship sailed for glorious lands. "Cool, man. Cool. You can be the lighthouse." The voyage was to take place in the living room of a rented house on Derby Street. The space had been prepared like a temple for a strange scientific ritual. The main furniture was pushed against the walls.
in. The center of the floor lay a collection of cushions and Indian print blankets. The only light sources were a single pulsating lava lamp on a low crate and a blacklight tube balanced precariously on a bookshelf, making the few white t-shirts in the room glow with an eerie phantom luminescence. A record player in the corner spun an album of sitar music, the repetitive droning notes weaving a sonic tapestry that was meant to be a guide, not entertainment. The air smelled of patchouli, incense, and the sharp, clean scent of ozone from the black light. There were 5 voyagers, River, a girl named Sky, with wide, trusting eyes, a quiet man called Forest, and a couple, Pax and Juniper, who held hands as they placed the tiny squares of paper on their tongues. The ritual was solemn, almost clinical. They sat in a circle, swallowed, and then waited, their faces masks of serene anticipation. I took my post in a worn armchair by the fireplace, a notebook on my lap, a glass of water beside me. I was the scribe, the chronicler, the sober eye. The first half hour was anticlimactic. There was some nervous laughter, a few comments about the tingling sensation on the tongue. Then, gradually, a shift occurred. It was not dramatic, but subtle, a change in the quality of their attention. River was the first to speak. "The walls," he murmured, his gaze fixed on the flower-patterned wallpaper. "They're breathing in and out like a living lung." The others turned to look. I looked too. The wallpaper was old, a faded pattern of pink roses and green leaves. It was utterly still. Yet, as I watched them watch it, their faces slack with wonder. I could almost persuade myself to see a gentle undulation. It was the power of suggestion, a collective willing of motion onto the inert. The lava lamp became the central altar. Its glass globe contained viscous blobs of red wax suspended in clear oil. A bulb at the base heated them, causing them to slowly rise, morph, and fall in a perpetual mesmerizing dance. Sky gasped, her hand flying to her mouth. "It's the birth of galaxies," she whispered, tears glistening in her eyes. "I can see the whole universe, the expansion, the contraction. It's all there. It's so beautiful." She began to weep softly, not from sadness, but from an overwhelming sense of cosmic truth. I stared at the lamp. It was a cheap, mass-produced novelty item, its mechanism simple and mundane. I saw blobs of wax. She saw the secret mechanics of creation. Juniper had curled into a fetal position, her face pressed against the threadbare Persian rug. "The patterns," she mumbled, her voice muffled by wool. "They're a map of everything. Every choice, every path, I can see it all. The truth is in the knots." Pax stroked her hair, nodding in profound agreement. "The threads are timelines," he intoned. "The red ones are love, the blue ones are sorrow. They're all connected." I examined the rug from my chair. It was worn, stained in places. Its geometric patterns faded from sunlight and foot traffic. It was a map of nothing but its own wear and tear. Forrest simply sat cross-legged, staring at his own hands, turning them over and over as if he had never seen them before. "Machines," he said after a long silence. "We're just beautiful biological machines. And the light,
The light is pouring through the cracks. He laughed, a sound of pure, unadulterated delight. For hours, this was the scene. The profound declarations continued, a steady stream of ecstatic epistemology. The sitar music looped, the lava lamp bubbled, the blacklight hummed. I filled pages of my notebook not with their words, but with descriptions of the room itself. The crack in the ceiling plaster that resembled a bird, the precise number of roses on a repeating strip of wallpaper, the slow accumulation of dust motes in a beam of streetlight that eventually pierced through a gap in the curtains. Their experience was one of boundless, interconnected revelation. My experience was one of heightened, almost tedious, observation of the static and the ordinary. The gentle humour of the situation lay in the unbridgeable chasm between their descriptions and the banal reality I meticulously recorded. River spent 45 minutes describing the intricate, loving consciousness of a spider weaving its web in a high corner. I saw a cobweb, dusty and abandoned. Pax and Juniper shared a revelation about the oneness of all life, sparked by observing the symbiotic relationship between the mould on a forgotten cup of tea and the air in the room. I saw a dirty cup. As the night wore on, their journeys turned inward. There were moments of anxiety, a bad wave that River had to talk Sky through, his voice a calm anchor in her storm of suddenly terrifying perceptions. There was silent, blissful communion as they all claimed to be hearing the same symphony of colours. Through it all, I was the foreigner in their country, unable to speak the language, reduced to noting the weather and the geography. My presence as the sober observer became, to them, part of the trip itself. "You're so solid," Sky said to me at one point, her head tilted as if I were a fascinating sculpture, like a rock in a stream. The water flows around you, but you just are. It was meant as a compliment, but it felt like a diagnosis. In the pale pre-dawn light, the pale, effects began to wane. The voyagers were exhausted, hollowed out, but glowing with a residual, soft radiance. They spoke in hushed, reverent tones about what they had seen, the truths they had touched. The lava lamp was just a lamp again. The rug was just a rug, but in their minds they had traversed universes. I helped make tea, the familiar ritual, a grounding return to the world of cause and effect. As I handed a mug to River, he looked at me with those same pitying, compassionate eyes. "You missed it, man," he said softly. "You missed the key to the whole thing." I merely nodded, sipping my own tea. But in the quiet of my mind, a question formed, not cynical, but genuinely curious. Had they discovered a profound hidden layer of reality, accessible only through chemical key? Or had the chemical simply turned up the volume on the brain's own background noise, the random firings, the pattern-seeking machinery, investing the mundane lava lamp and the worn rug with the thrilling, self-generated significance of a dream? The ecstatic descriptions, the sense of cosmic truth, the interconnectedness. Were they revelations of an external mystery, or simply the awe-inspiring spectacle of one's own neurology at play? A fireworks display of consciousness, mistaking its own brilliant, chaotic light for the stars? The acid test for me
hadn't been a test of perception, but a test of belief, and watching the blissful, exhausted faces of my friends, I was left with no answer. Only the quiet, unshakable solidity of the rock in the stream, observing the beautiful, bewildering water as it flowed, chattering secrets in a language I would never understand. The VW bus was a sculpture of decay, a monument to arrested motion. It sat on cinder blocks in a weedy lot behind a peeling Victorian. House on Channing Way, its once bright blue paint faded to a milky sun-bleached sky colour, mottled with continents of rust. River stood before it, not as a man facing a broken machine, but as a priest before a complex wounded oracle. His tools were laid out on a greasy tarp, a mismatched set of wrenches, a screwdriver with a cracked yellow handle, a dented funnel, and a single, pristine spark plug still in its cardboard sleeve. This was to be his morning's liturgy, a half-day's devotion to the god of locomotion. I had come to observe, drawn by the previous night's lingering questions, about the foundations of this supposedly post-materialist world. The answers, I suspected, were to be found not in philosophical debates, but here in the gritty, greasy negotiation with a stubborn piece of German engineering. River worked with a focused, serene intensity. He had diagnosed the problem, a persistent misfire, a coughing refusal to climb hills, as a faulty distributor cap and warm points. The repair was within his skill, a point of pride. He spoke as he worked, his voice a calm monologue against the backdrop of distant traffic. "They want you to think it's magic," he said, wiping sweat from his brow with a bandana. "That you press a pedal and a ton of metal moves, but it's not magic. It's a system. Understand the system, and you free yourself from the mechanics in their sterile shops with their inflated bills. Self-reliance, man. It's the only true freedom." His words were the pure doctrine of the movement. Rejection of specialized paid labor, embrace of the holistic, the hands-on. The bus was more than transportation. It was a symbol of autonomy, a mobile commune, a vessel for the nomadic dream. For 3 hours I watched the ballet of his labor. The removal of the old distributor cap, its interior contacts eroded to dusty nubs. The careful cleaning of the housing with a rag and a spritz of stolen carburetor cleaner. The delicate adjustment of the points with a feeler gauge, an operation requiring the patience of a watchmaker. His hands grew black with grime, his knuckles bled from an encounter with a sharp engine block edge, but his expression remained one of profound engagement. This was his art, his protest, his prayer. The late morning sun climbed, heating the metal of the bus until it radiated a palpable warmth. The weedy lot smelled of hot oil, dry grass, and the faint, sweet decay of old upholstery from the bus's interior. Finally, he was ready for the final act, the installation of the new condenser, a small, cylindrical component essential for a clean spark. He reached for the part he had purchased the day before from a junkyard, a used but serviceable looking piece. It was then that he paused, his hand hovering over the tarp, a frown, the first crack in his serene facade, creased his forehead. He picked up the new condenser and the old one, comparing them. His shoulders slumped, a minute but definitive collapse. "It's the wrong one,"
he said, the words flat, heavy with defeat. The thread pattern is different. It won't seat. He held the incompatible piece of metal in his palm, a tiny, useless artifact that had just invalidated a morning's sacred labour. The silence that followed was different from the focused quiet of his work. It was hollow, charged with a sudden, mundane despair. The symbol of autonomy was just a broken bus again, and the system, the very specific, unforgiving system of German automotive parts, had asserted its authority. "I need the Bosch one," he muttered, more to himself than to me. "The import. They'll have it at the parts store on University." We walked there, the grime on his hands, a stark contrast to the bright, orderly world we entered. The store was a temple of a different god. Fluorescent lights, linoleum floors, rows of shiny boxes on pristine shelves. The air smelled of new rubber and industrial cleaner. A clerk in a red vest with a name tag greeted us with impersonal efficiency. River, suddenly looking younger and less certain, asked for the condenser. The clerk returned with a small blue and white box. Bosch, the correct one. River took it, his dirty fingers leaving smudges on the cardboard. Then he asked the price. $12.50, the clerk said, tapping the numbers into a beige cash register. River's face went still. I saw the calculations flicker behind his eyes. A rapid, desperate audit of invisible resources. The silence stretched. He set the box gently on the counter, as if it were made of glass. "I don't have it," he said, the admission barely a whisper. He turned and walked out, leaving the part, the solution, the key to his morning's meaning, sitting there under the fluorescent glow. Outside, on the sun-baked sidewalk, he lit a hand-rolled cigarette, with fingers that trembled slightly. The irony was a physical presence, a third person standing with us. The rejection of materialism, the proud embrace of a cashless, property-light existence, had just run headlong into the immutable logic of a $12.50 Bosch condenser. His freedom was contingent, a delicate ecosystem propped up by unseen subsidies. "Where does the money come from, River?" I asked, my voice quiet. He exhaled a plume of smoke, watching it dissipate in the hot air. The answer was a fragmented catalogue of the utopian economy. "The checks," he said, a trace of bitterness in the word. "The Nixon's checks. Monthly allowances from parents back in Connecticut, all Long Island, dividends from the very capitalist stability they vocally despised. These regular infusions of guilt money were the lifeblood, paying for the bulk rice, the patchouli oil, the occasional bag of weed. For those without that lifeline, there were the freelance hustles, selling hand-rolled incense sticks on the avenue, contributing to the Berkeley Barb, busking with a guitar if you could play 3 chords. There was scavenging, dumpster diving behind supermarkets for slightly wilted produce, a practice elevated to an ethical principle. We're recycling the waste stream. And there was, in hushed tones when absolutely necessary, shoplifting. Small things, a can of beans, a pair of socks, a book from Moe's. It was framed not as theft, but as redistribution, a tiny personal raid on the empire of private property.
And then at the very bottom, there was plain, unadorned begging. Sitting on the sidewalk with a cardboard sign, a hollowed-out coconut shell, or a hat placed before you. It was the most direct and most humiliating transaction, a naked admission of dependency. It's an energy exchange, River explained, recovering some of his doctrinal armor. You give them a chance to be generous, to break out of their selfish patterns. You're providing a service. But the set of his jaw betrayed the truth. It was a service of last resort. We walked back to the lot in silence. The bus sat where we had left it, now looking less like a potential vessel of freedom and more like a large, expensive piece of yard art. River kicked a cinder block, a futile, angry gesture. All his philosophy, his skilled hands, his morning's devout labour, were worthless without that. $12.50. The condenser was not just a part. It was a toll booth on the road to his utopia, and he lacked the coin. The profound irony settled over the scene like dust. This life that so fiercely rejected the material world, its greed, its hierarchies, its soul-crushing jobs, was utterly, inextricably dependent on it. It fed on its surplus, its waste, its guilt. It used its roads, its electricity, often siphoned or unpaid. Its mass-produced clothing dyed in its chemical dyes. The dream of a separate, self-sustaining reality was a beautiful fiction. In truth, they were parasites on the very beast they claimed to abhor, living in its shadow, eating its scraps, relying on its continued, robust health to fund their eloquent critique of its sickness. River's freedom was not freedom from the economy, it was a precarious, subsidized fringe benefit of that economy, a lifestyle option afforded by its immense, indifferent productivity. He could reject the pursuit of wealth, but he could not escape the fact that his very rejection was a luxury purchased, directly or indirectly, by the wealth of others. The video bus would not run today. The voyage was postponed, not by a failure of spirit, but by a common, vulgar insufficiency of funds. The economics of utopia, it turned out, were the same as the economics of everywhere else. A matter of income and outgo, of want and need, of a small expensive piece of hardware that stood between you and where you wanted to go. The flyer was a sad, mimeographed thing, the purple ink bleeding at the edges where the paper had grown damp from being taped to a lamppost. It announced a march for peace and justice, to commence at the edge of People's Park at 2 o'clock on a sombre slate-grey Saturday. The demands were listed in a cramped, uneven type: end the war now, community control of land, power to the people. The words were bold, but their collective meaning was a vague, all-encompassing fog. It was less a call to arms than a sigh given graphic form. I went not out of fiery conviction, but from a sense of anthropological duty, and perhaps a lingering hope to witness the kinetic energy of the avenue channeled into a single purposeful stream. The gathering at the appointed hour was a study in low-energy descent. Perhaps 30 people milled about the patchy grass of the park's perimeter, their numbers failing to achieve the critical mass necessary for a true crowd. They looked less like an angry vanguard than like folks waiting for a late bus. There were a few veterans of the scene in their batik and denim,
but also students in practical jackets, a couple of older women with sensible shoes and determined expressions, and a handful of curious onlookers like myself. The mood was not one of rage, but of a mild shared inconvenience. A young man with a megaphone tried to muster some vigour. "Are we ready to make our voices heard?" he called out. The response was a murmur, a collective shuffling of feet. "Okay then," he said, the amplification making his uncertainty echo. "Let's, head up, telegraph. Stay on the sidewalk." And so we moved. Not a torrent, but a sluggish creek. We carried signs, but they seemed like afterthoughts. A piece of cardboard on a stick reading "No More War" in black marker. A bedsheet banner between two poles that sagged mournfully in the still air. Its painted letters, "Y," already beginning to run. The chanting, when it came, was half-hearted, out of sync. "Hell no, we won't go," stumbled out of a few mouths, then died, smothered by self-consciousness and the mundane sounds of a Saturday afternoon. The rumble of a city bus, the shout of a vendor, the jingle of a shop door. We were not disrupting the flow of commerce. We were a slightly odd, temporary addition to it. Pedestrians on the avenue glanced at us. Our expressions ranging from brief curiosity to mild annoyance as they had to step around our loose formation. One man in a business suit looked at my face, shrugged, and continued his phone conversation. The lack of organization was palpable. The megaphone man, whose name was apparently Dave, kept forgetting the planned route. He would stop at an intersection, confer in hushed, frantic tones with a woman holding a clipboard, then point uncertainly down a side street before someone from the back would call out, "That's not it, it's straight." The march would lurch forward again, its momentum broken. The political message, already diffuse, dissolved entirely into logistics. Conversations within the group were not about imperialism or liberation, but about whether we should have gathered earlier, if the sound system would have been better, if anyone had remembered to notify the city clerk. The revolution was being waylaid by poor planning. Then the sky, which had been holding its breath all afternoon, decided to exhale. It began not with a storm, but with a fine, chilly drizzle. A mist so light it was almost a mood rather than weather. It was enough. The effect on the protest was instantaneous and total. A collective dismayed groan went up. The paper signs, those vessels of our outrage, began to wilt. The ink on the bedsheet banner bled further, turning Y into a blue-grey Roche blot. The march didn't so much stop as dissolve. People ducked under awnings, huddled in doorways, held their disintegrating cardboard over their heads. The concern was immediate and practical, not the erosion of civil liberties, but the ruin of poster board. "My sign is falling apart," someone wailed, a note of genuine tragedy in their voice. The megaphone man, Dave, looked at the damp, speckled sky, then at his dissolving flock. He lowered his amplifier. "Maybe we should reconvene when the weather's better," he offered, his voice stripped of its electronic authority, small and human. It was not a question. It was a surrender. The crowd dispersed with a speed that would have been the envy of any police dispersant unit. Within minutes, the sidewalk was clear, leaving behind only a few soggy scraps of paper stuck to the wet pavement
and the ghost of our feeble chanting swallowed by the hiss of rain on asphalt. I stood for a moment under the awning of a head shop, watching the final act of the farce. The revolution, it seemed, could be thwarted not by batons or tear gas, but by a light drizzle and inferior craft supplies. As I turned to leave, I saw an old man, one of the sensible shoe contingent, struggling with his sign. It was a proper wooden placard type, but the wet had made it unwieldy, and it had slipped from his grip, clattering face down into a shallow puddle by the curb. He bent stiffly, his knees protesting, to retrieve it. Without thinking, I stepped over and grabbed the other end of the stick. Together, we lifted it. The front was a mess, a painting of a dove now streaked with gutter water and grime. "Ah, damn," he said, his voice tired. "My granddaughter painted that bird." He looked at me, his glasses spotted with rain. "Not much of a march, was it?" "No," I agreed. "Not much." We stood there for a moment holding the ruined sign between us, a pointless bridge over a puddle. There was no anger in his face, only a deep, familiar resignation. "We'll try again next week," he said. But it sounded like a habit, not a belief. He nodded his thanks, took the sign, and walked slowly away. The dove's once white wing, now a grey smear. I watched him go, a solitary figure in the mist, carrying the waterlogged artifact of a protest that had fizzled before it ever caught flame. The grand struggle against the war machine, the cry for justice, had been reduced to this: two strangers rescuing a piece of painted wood from a puddle, more concerned with a granddaughter's artwork and the inconvenience of rain than with toppling any establishment. The weather, it turned out, was a more immediate and potent force than ideology. And poor logistics. A forgotten permit, a weak chant, poorly waterproofed signs could snuff out the spark of dissent as effectively as any conspiracy. The revolution would not be televised. Today, it hadn't even been sufficiently rainproofed. It just got damp, complained, and went home for a dry pair of socks. The concrete steps of Stern Hall were still warm from the afternoon sun, holding the day's heat like a memory in stone. I sat on the third step from the bottom, a space equidistant from the ordered world of the dormitory behind me, and the chaotic promise of the avenue that lay beyond the campus gates. The day was in that long amber suspension between daylight and dusk, a time for neither action nor rest, but for a quiet, unavoidable accounting. On the step beside me lay two folded garments, placed side by side with a care that felt ceremonial. One was the batik-dyed shirt from Sunshine's back room, its crimson and white sunburst now softened by repeated wear and washing, the colours less volcanic, more muted, like a faded flag from a forgotten campaign. The other was a pair of straight-legged, khaki trousers, pressed and precise, the kind I had worn on that first morning a lifetime ago. They represented two uniforms, two scripts for being. I had not worn the batiki shirt in over a week. It had sat at the bottom of my drawer, a buried artifact. Retrieving it today, folding it next to the khakis, was an act of archaeology. The contrast was not stark, it was melancholy. Both were just cloth, shaped by different intentions. One screamed its individuality through chemically born colour, the other whispered conformity through a lack of it.
I ran a finger over the raised, waxy lines of the tie-dye pattern, feeling the ghost of the rubber bands that had made them. The greatest con, I realized now, sitting in the honeyed light, was not the one perpetrated by the straights on the freaks, or by the freaks on the straights. It was the one we had all played on ourselves, the belief that the mere act of shedding the old skin, the cut of the clothes, the rhythm of the schedule, the approved categories of thought and love, would automatically reveal a truer, purer self beneath, one naturally aligned with peace, truth, and love. The work, the real work, had been obscured by the beautiful, seductive illusion. We had mistaken the costume for the transformation. We had believed that by rejecting the architecture of the old world, we were automatically building a new one. But we were only camping in the ruins, decorating the crumbling walls with vibrant graffiti. The hard, unglamorous labour of actual construction, of thinking through the contradictions of building systems that could last more than a season, of sustaining commitments when the ecstatic energy faded. This had been brushed aside in favour of the immediate sensory thrill of the deconstruction itself. It was easier to dye a shirt than to weave the cloth from scratch. It was more fun to debate the metaphysics of freedom than to draft a functional charter for a commune. It was more romantic to speak of free love than to navigate the gritty, heartbreaking work of trust and repair. The self-deception was not malicious. It was born of a desperate, hopeful exhaustion, faced with the monstrous impersonal machinery of war, of racism, of corporate greed. The total rejection felt like the only sane response. If the system is poison, then purity must lie in its absolute opposite. So we embraced the opposite of structure, of routine, of materialism. We conflated the rejection of corrupt forms with the arrival of pristine content. We assumed that by emptying the vessel, it would automatically fill with something better. But nature and human nature abhors a vacuum. What rushed in was not a higher consciousness, but a different set of problems: passive aggression in the communal kitchen, emotional chaos under the banner of free love, a precarious poverty dressed up as spiritual freedom. The gentle con was the promise of a shortcut. That enlightenment could be found in a tab of acid, rather than in years of study and self-discipline. That community could be forged instantly over a pot of brown rice, without the tedious work of conflict resolution and shared responsibility. That truth was a radiant pattern in a rug, waiting to be seen, rather than a difficult, often contradictory conclusion painstakingly reasoned toward. The beautiful illusion was that the answers were simple, and that we, by virtue of our rejection, were the simple ones who could see them. It absolved us of complexity, of doubt, of the grinding, incremental nature of real change. I looked from the shirt to the trousers. Neither held the answer. The khakis represented a world that was orderly but often soul-crushing in its prescriptions, a world that asked for compliance in exchange for comfort. The batik shirt represented a world that was alive with colour and feeling, but unmoored, perpetually adolescent in its refusal to engage with the practical. The con was the belief that I had to choose one camp entirely, that to be authentic, I had to burn one uniform and wear the other exclusively. A breeze stirred, carrying the faint, distant scent of eucalyptus and exhaust.
It was the same hybrid smell of Berkeley, the old and new forever mixed. The revelation, arriving not with a psychedelic bang, but with this quiet, settling clarity, was that the truth likely lived in the unresolved tension between them, that the work was not in choosing a side, but in holding the contradiction, in building something that could acknowledge the soul-killing flaws of the old system, while also recognizing the naive impossibilities of the new dream. It was work that lacked a uniform. It was the work of thinking, not just reacting, of building, not just tearing down, of enduring past the first flush of disillusionment. The greatest trick was the belief that freedom was a state you could arrive at, a territory you could occupy once you crossed the border of convention. But watching the sun dip toward the hills, gilding the rooftops of both the dormitories and the ramshackle Victorians of the South Side, I understood freedom differently now. It wasn't a place. It was the difficult ongoing practice of navigating between all the places you were told you belonged, with your eyes open to the cons, both the obvious ones sold by the establishment and the gentle, seductive ones you sold yourself. It was carrying the weight of your own choices without the comforting fiction of a utopian blueprint. The batik shirt was beautiful. The memory of the community, however flawed, was real. The disillusionment was not a betrayal of that beauty, but a deeper, more honest engagement with it. I folded the shirt once more, then the trousers, and placed one on top of the other, not to merge them, but to acknowledge they were both mine. Artifacts of a season of passionate error and essential learning. The com was revealed, not with anger, but with a soft, regretful sigh for the beautiful, simple dream that couldn't, and perhaps never was meant to, survive the complicated dawn. Der letzte Tag begann mit dem Geräusch von Reißverschlüssen, einem scharfen, metallischen Sägen, das durch die stille, staubige Luft der Kommune schnitt. Der Koffer, ein solides Bronzestück aus geschärftem Leder, das von zu Hause mitgekommen war, lag geöffnet auf dem schlaffen Schlafsack. Das Packen war eine Archäologie der vergangenen Monate. Jeder Gegenstand, der in den dunklen Bauch des Koffers gelegt wurde, war ein Stück ausgegrabene Zeit. Die Lehrbücher kamen zuerst, ihr Rücken nach oben, eine stabile, langweilige Grundschicht. Darüber kam das gebrauchte Exemplar von The Electric Kool-Aid Acid Test. Sein psychedelischer Einband, nun abgegriffen an den Ecken, ein Beweis für Neugierde, nicht für Ekstase. Es war nie gelesen worden. Die Kleidung forderte Urteile. Das batikgefährte Hemd, das letzte Geschenk von Sunshine, bevor sie nach Oregon overgebrochen war, wurde sorgfältig gefaltet. Die Farben waren gedämpft, das Muster ein vertrautes Gespenst auf dem Stoff. Es war kein Banner mehr, sondern ein Andenken, ein Beweis für eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit für die hingeben einen schönen, komplizierten Prozess. Es verdiente einen Platz. Die zerfetzten Jeans hingegen, deren Säume sich in franzige Fäden aufgelöst hatten und die den Geruch unzähliger Räucherstäbchen und nasse Pflastersteine eingefangen hatten, wurden beiseite gelegt. Sie waren abgetragen, im wörtlichen und übertragen einem wörtlichen und übertragenen Art, von Verschleiß, der nicht länger getragen werden musste.
Sie landeten auf einem Haufen anderer ausgemusterter Dinge in einer Ecke des Zimmers, einem kleinen Scheiterhaufen gescheiterter Verkleidungen. Draußen im gemeinsamen Raum fand der Abschied statt. Es war kein dramatischer, sondern ein zerstreuter. River war bereits weg, mit einem Freund nach Norden gefahren, um ein Stück Land zu besichtigen, von dem gesprochen wurde. Es ist rein dort, hatte er gesagt, seine Augen auf einen Horizont gerichtet, den nur er sehen konnte. Wir können unser eigenes Essen anbauen, uns ganz von der Matrix lösen. Sein Worte holt Halt nach, ein weiterer utopischer Traum, der diesmal ländlich gefärbt war. Lark umarmte mich kurz, ihr Griff war fest, aber flüchtig. Pass auf dich auf, murmelte sie, und in ihren Augen lag ein Wissen, das über Worte hinausging, ein stilles Einverständnis über die Mühen, die wir beide kannten. Sie spricht davon, vielleicht eine Frauenkooperative im Mendocino County Bates treten, einem Ort mit klaren Regeln und solidarischer Arbeit. Ihr Traum war weniger grandios, praktischer, ein Refugium mehr als eine Revolution. Die meisten anderen sprachen von aufs Land gehen. Es war das neue Mantra, die nächste logische Fluchtlinie aus der städtischen Verstrickung. Die Stadt, einst der Schmelztiegel der Veränderung, war jetzt ein Ort des Kompromisses, der schmutzigen Realitäten, der unvollständigen Brüche. Das Land war eine leere Leinwand, ein Ort, an dem die Fehler der Kommune nicht wiederholt werden müssten, wo die Luft rein und die Absichten klar sein könnten. Ich hörte zu, nickte, wünschte ihm Glück. Ihre Gesichter waren von einer sanften Entschlossenheit gezeichnet, dem gleichen Licht, das ich in Rivers Augen gesehen hatte, als er von seinem Bus geträumt hatte. Der Zyklus wiederholte sich, die Unzufriedenheit verlegte sich, nur geografisch. Die soziale Revolution war als Kollektivsprojekt verblasst, aufgelöst in ein Dutzend privater Rückzugsgefechte. Ich schloss den Koffer, schnappte die Schnalle zu. Das Geräusch war endgültig. Der Gang die kommenden Treppen hinunter, vorbei an den vertrauten Flecken abblätternde Farbe, war der letzte. Auf der sonnenbeschienenen Straße blieb ich einen Moment stehen, den Koffer schwer in der Hand. Der Blick wanderte die Hasta Street hinunter, über das Gewirr aus Telefonleitungen und den Rauch, der aus einem Schornstein aufstieg. Der sensorische Wucht der Avenue, der Geruch, der Alarm, das Gewühl, war nur noch eine Erinnerung, ein gedämpftes Echo. Die Verwirrung, die hier begonnen hatte, war nicht aufgelöst, sondern verdichtet, in eine stille, persönliche Substanz verwandelt. Die Heimkehr war keine Capitulation. Es war keine Rückkehr zum unreflektierten Selbst vom Anfang des Semesters. Das war unmöglich. Der Blick war nun nachdenklicher, ambivalenter. Die Welt zu Hause, mit ihrem geordneten Rasen und ihren vorhersehbaren Gesprächen, würde nicht mehr als einfache Realität erscheinen, sondern als einfache Realität erscheinen, sondern als eine von vielen möglichen Arrangements, eines der Stabilität gegen Spontanität, Komfort gegen Authentizität eintauschte. Ich würde die Muster in den Vorhängen meines Elternhauses sehen, die unausgesprochenen Regeln am Esstisch, die sanfte, gewollte Normalität. Aber ich würde sie auch mit neuen Augen sehen,
nicht mehr nur als Gefängnis, sondern auch als ein Geflecht, das Halt gab, ein Gerüst, das für all seine Enge auch trug. Die Hippie-Revolution war vielleicht eine Täuschung gewesen, ein schönes kollektives Märchen, das unter dem Gewicht der menschlichen Natur und der materialistischen Notwendigkeit zerbröckelt war. Die Parallelen hatten sich in Luft aufgelöst, die Märsche waren im Nieselregen versickert, die utopischen Gemeinschaften zersplitterten in Richtung neuer Horizonte. Doch die persönliche Verwirrung, die sie freigesetzt hatte, war echt. Sie war ein Geschenk und ein 19 Wunde. Die Fragen nach Freiheit, Gemeinschaft und Wahrheit waren nicht beantwortet, aber sie waren jetzt lebendig im Inneren, zu eigen gemacht, von der Rhetorik der Straße befreit und in die stille Sprache des eigenen Denkens übersetzt. Ich ging nicht zu 1950s Suburbia. Ich ging mit einer neuen Welt in mir nach Hause, eine Welt aus Widersprüchen, aus enttäuschter Schönheit und hart erkämpfter Klarheit. Eine Welt, die nicht mehr nach einfachen Uniformen verlangte, sondern die bereit war, in der unbequemen, farbigen Spannung dazwischen zu leben. Der Koffer schwankte leicht mit jedem Schritt, sein Gewicht eine vertraute, irdische Ankerung auf dem Weg vom Traum zur unvollkommenen, andauernden Wirklichkeit.